Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Valencia 0, Real Madrid 2. Und jeder Madridista, der bei diesem Spiel gestern nicht eingeschlafen ist, der verdient Standing Ovations. Meine Güte, ist das zurzeit eine Qual, diesem Real Madrid beim Fußballspielen zuzugucken. Naja, im Endeffekt kommt es auf die 3 Punkte ein. Die hat sich Real Madrid geholt. Wie sie das gemacht haben, warum sie das gemacht haben und warum ich trotzdem noch ein bisschen Hoffnung habe auf den Rest der Saison, das erfahrt ihr jetzt. Ja, zunächst einmal muss ich dieses Video starten mit einem dicken Dankeschön. Gestern war das verrückteste Live-Watch-Along, was ich je mit euch erlebt habe. Was da abging, war nicht von dieser Welt. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Bei diesem Grottenspiel hatten wir durchschnittlich über 750 Leute im Live-Watch-Along. Die Stimmung war der absolute Wahnsinn. Vielen Dank für einen unvergesslichen Abend. Ja, für diesen unvergesslichen Abend habt aber ihr gesorgt und nicht Real Madrid. Ja, fangen wir erstmal mit Fakten und Daten an. Real Madrid gewinnt 2:0 bei Valencia. Ihr seht die Ergebnisse der spanischen Liga. Gleichzeitig könnt ihr auch sehen, ein Konkurrent, Atletico Madrid, hat gepatzt. Die Welt des Fußballs ist nicht zu erklären. Atletico Madrid, die vor 2-3 Tagen in Sevilla gegen Betis Sevilla 5:0 gewonnen hatten, verlieren zu Hause 1:0. Versuch mir Fußball zu erklären. Naja. Wie dem auch sei, in der Tabelle seht ihr, Real Madrid, ja, beißt sich im Titelrennen fest, bleibt einen Punkt am FC Barcelona dran. Atletico Madrid ist jetzt schon abgeschlagen. Ich glaube, das wird jetzt ein Zweikampf um die spanische Meisterschaft. Wobei ich keine Argumente finde, um zu sagen, dass Real Madrid ein Titelkandidat ist. Naja, wie dem auch sei, bleiben wir bei Daten, Zahlen und Fakten. Wir schauen uns die Aufstellung an, die ein Álvaro Arbeloa gewählt hat. Und ich muss sagen, an sich war ich mit der Aufstellung zufrieden. Eine Riesenüberraschung hinten, dass er David Jiménez hat spielen lassen, obwohl ein Dani Carvajal seit 9 Spielen auf der Bank sitzt. Ohne eine Minute. Ja, dieses Fass müssen wir jetzt leider auch aufmachen, denn nach dem Spiel gab es eine Szene, ich blende die ein, wie Dani Carvajal, ja, man hat gesehen, unzufrieden mit einem Pintus auf dem Platz diskutiert. Dani Carvajal lässt immer wieder durch seine Medien durchsickern, dass er topfit ist. Und Álvaro Arbeloa hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, ich werde mit Dani Carvajal kein Risiko eingehen, er ist sehr wichtig für die Mannschaft, im Laufe der Saison wird er noch wichtig werden. Naja, wie dem auch sei, ich kann nicht auf der einen Seite Álvaro Arbeloa einen Vorwurf machen, dass er sich nicht gegen die Stars durchsetzt, bei einem Vini, bei einem Bellingham etc., dass die bei ihm gesetzt sind und auf der anderen Seite ihm vorwerfen, dass er sich gegen einen Star durchsetzt, gegen Dani Carvajal. Wobei ich aber auch nicht verstehe, dass er in 9 Spielen keinen Einsatz bekommt. Also, ich weiß nicht, ob das der richtige Umgang mit einer Legende von Real Madrid ist. Hier und da mal die letzten 10 Minuten, 15 Minuten tut doch keinem weh. Ich finde, die beiden haben schon zusammen gespielt, sollten sich mal an den Tisch setzen und zusammen ein klärendes Gespräch führen. Naja, ich finde, Dani Carvajal ist immer noch wichtig für die Mannschaft und ich würde mich unendlich für ihn freuen. Wenn er noch einen Titel zumindest für Real Madrid gewinnt, dann wäre er mit Luka Modric der Rekordtitelgewinner von Real Madrid. Ich finde, die Geschichte von Dani Carvajal hätte dieses Happy End bei Real Madrid verdient. Aber Schluss jetzt damit. Kommen wir zurück zur Aufstellung. Und wie gesagt, an sich war ich mit dieser Aufstellung zufrieden. Álvaro Arbeloa hat aus dem, was er hatte, meiner Meinung nach das Beste rausgeholt, wenn es um die Aufstellung geht. Die Spieler können sich auch nicht beschweren, denn jeder war auf der Position, auf der er gerne ist. Ein Tchouaméni war auf der 6, Valverde und Camavinga waren auf diesen 8ern, ein Arda war auf der 10 und ein Kylian Mbappé und ein Gonzalo waren vorne im Sturm. Also die Spieler können sich auch nicht beim Trainer beschweren. Ja, und dann kommen wir jetzt zum fußballerischen Teil.
Ja, und das war wieder einmal erschreckend schwach von Real Madrid. Nach der Niederlage gegen Benfica, nach dem Spiel gegen Rayo Vallecano, hat sich die erste Halbzeit von gestern nahtlos an diese katastrophalen Leistungen angeschlossen. Behäbig ist fast noch zu schön, um den Fußball von Real Madrid zu beschreiben. Langweilig. Jede Bezirksligamannschaft spielt ja einen schnelleren Ball als dieses Real Madrid. Jeder Spieler, der den Ball kriegt, muss ihn annehmen, muss sich drehen, muss gucken. Das dauert viel zu lange. Valencia hatte keine Probleme, dieses Real Madrid zu verteidigen. Der einzige Spieler, wo der Ball nochmal direkt lief, der anscheinend die Kapazität hat, sich schnell mit dem Ball zu drehen und schnell einen Stecker durchzuspielen, ist Arda Güler. Der hat das gestern auch ab und an mal gemacht, hat auch einen Kylian Mbappé gefunden. Aber Kylian Mbappé ist ein Schatten seiner selber. Der war so frustriert mit sich selber, dass er ständig die Wut an Arda ausgelassen hat, der überhaupt nichts dafür konnte. Sei froh, dass da überhaupt einer ist, der mal einen schnellen Ball zu dir spielt. Sonst hättest du gestern die ersten 45 Minuten genauso viele Ballkontakte gehabt wie ein Gonzalo. Um Himmels Willen, Gonzalo, mein Freund, du möchtest doch spielen. Das sind deine Argumente dafür, dass du spielen willst. Ja, und wie gesagt, das Mittelfeld, Tchouaméni, Valverde und Camavinga. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber das reicht einfach nicht qualitativ, zumindest nicht was den offensiven Fußball angeht, für Real Madrid. Fede Valverde wollte zeigen, dass er ins Mittelfeld gehört. Und meiner Meinung nach ist jede Partie als rechter Verteidiger deutlich besser gewesen als das, was er im Mittelfeld gezeigt hat. Camavinga war in der ersten Halbzeit ein Totalausfall. In der zweiten Halbzeit hat er sich etwas verbessert. Ja, und Tchouaméni, wir werden einen Tchouaméni nie zu einem Spielgestalter machen. Tchouaméni ist ein Sechser, ist ein Zerstörer. Der holt sich hinten den Ball, ist zweikampfstark, ist in der Luft stark, muss den Ball dann abgeben an kreativere Fußballer. Aber weder ein Valverde noch ein Camavinga sind kreativere Fußballer. Wie gesagt, der einzige Kreative ist Arda Güler und der hat sich dann noch den Anschiss von Mbappé abgeholt. Absolut unverständlich. Ja, katastrophale erste Halbzeit. Keine nennenswerte Torchance auf beiden Seiten. Das muss man auch sagen. Real Madrid hat gestern über die gesamten 90 Minuten hinten nichts anbrennen lassen. Naja, eine Situation, der Beltran von Valencia schießt in der einzigen offensiven Aktion von Valencia den Ball an den Außenpfosten. Da hatte ich kurz Muffensausen, bin ich ganz ehrlich. Aber Real Madrid hat, glaube ich, 0,4 Expected Goals zugelassen. Die Defensivarbeit stimmt. Das ist das Einzige, was ich Arbeloa zugestehen muss. Er scheint die Mannschaft von hinten stabilisieren zu wollen. Es war das erste +0-Spiel in Valencia seit 13 Jahren. Ja, und es ist so ein Spiel, ganz ehrlich, hätte Real Madrid dieses Spiel vor 2 Jahren gemacht, hätte jeder Madridista gesagt, ach, wisst ihr was, das typisch schwere Spiel in Valencia, Mund abwischen, 3 Punkte einpacken, nach Madrid fahren, weiter geht's. Aber in der heutigen Situation ist das einfach viel zu wenig von Real Madrid. Wie gesagt, lethargisch, langsam, blutlos. Real Madrid hat große Probleme der fußballerischen Art und auch der Einstellung diesem Wappen gegenüber. Ja, zweite Halbzeit. Ja, und zweite Halbzeit war etwas besser als die erste Halbzeit. Ja, weil schlechter ging es auch nicht. Und Real Madrid hat sich in der zweiten Halbzeit diesen Sieg meiner Meinung nach auch verdient. Aber ganz einfach aus einem Grund, weil Valencia noch schlechter war. Das ist das schlechteste Valencia, was ich wahrscheinlich in den letzten 15, 20 Jahren gesehen habe. Dieses Valencia spielt absolut zu Recht gegen den Abstieg. Und ich bin der Meinung, hätte Real Madrid gestern einen besseren Gegner gegenüberstehen gehabt, wäre das kein gutes Ergebnis für Real Madrid geworden. Ja, warum hat Real Madrid gewonnen? Real Madrid muss sich, wie die gesamte Saison schon, wie ehrlich gesagt die gesamten letzten 2 Jahre schon, auf individuelle Qualität verlassen. Diese individuelle Qualität hat gestern in Álvaro Carreras gezeigt, der irgendein persönliches Problem mit Valencia hat. Ich weiß nicht, ob seine Ex daherkommt oder seine Schwiegereltern oder was auch immer.
Meine Güte, sein zweites Tor für Real Madrid, das zweite Tor gegen Valencia, das zweite Traumtor. Naja, das erste Tor in Bernabeu gegen Valencia fand ich noch schöner. Eins der schönsten Tore der Saisons. Das gestern war Qualität verbunden mit Glück, sind wir ganz ehrlich. Da war auch eine Menge Flipperarbeit dabei. Der Ball sprang 3-4 Mal wieder genau in seinen Lauf. Er schießt mit seinem schwachen Fuß durch die Beine, durch die einzige Lücke. Der Ball geht in den Pfosten rein. Ja, und danach hat sich Real Madrid auch nicht viel besser angestellt. Naja, die Einwechslungen, das muss ich schon sagen, haben ein bisschen frischen Wind reingebracht. Aber im Großen und Ganzen ist das alles nicht genug für das, was ich von dem Real Madrid sehen will. Das 2:0 in der 91. Minute, der erste vernünftige Pass von Dienhausen im ganzen Spiel, schickt einen Brahim, der hat den Kopf oben, sieht ein Kylian Mbappé und ein Kylian Mbappé macht in der 91. Minute den Sack zu, das 2:0. Ja, und ich würde am liebsten sagen, krönt eine Leistung, aber boah, Kylian Mbappé ist absolut im Loch. Vielleicht hat ihn der Abgang von Xabi Alonso doch sehr wehgetan, denn auch ein Kylian Mbappé ist nicht wiederzuerkennen. Das Einzige, was man sagen muss, ist, so schlecht er auch ist, er macht trotzdem seine Tore. Ja, und das war eigentlich auch schon fast alles, was in diesem Spiel passiert ist. Das war gestern Not gegen Elend und die weniger schlechte Mannschaft hat im Endeffekt gewonnen. Ja, und es gibt bestimmt Madridistas, die jetzt sagen, im Endeffekt kommt es nur auf die 3 Punkte an, wir bleiben am FC Barcelona dran, es war ein schlechter Abend, weiter geht's. Aber ich selber bin schon so sehr im Loch, so sehr gebrochen von den Leistungen der letzten Monate von Real Madrid, dass so ein Spiel einfach nur wehtut. Das ist nicht mein Real Madrid. Dafür haben die Spieler zu viel Qualität. Ja, und ich würde jetzt vorschlagen, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, kommen wir zu den Einzelleistungen der Spieler. Thibaut Courtois, ich glaube, da hätte ich genauso gut im Tor stehen können. Hatte der überhaupt irgendwas zu tun? Ja, schwer ihn gestern zu bewerten. Rechter Verteidiger David Jiménez, der Junge, naja, der hat das, was in seinen Möglichkeiten war, gut gemacht. Aber ist meiner Meinung nach kein Spieler für Real Madrid. Ich sehe da kein Potenzial. Hoffentlich vertue ich mich. Hoffentlich wird er, wenn Real Madrid besser ist, auch sein volles Potenzial zeigen. Ich möchte ihn vorne sehen, ich möchte ihn angreifen sehen, ich möchte Doppelpässe sehen, ich möchte Flanken sehen. Das war mir zu wenig. Dazu gegen Danjuma große Probleme hinten rechts, aber mit der Hilfe von Fede Valverde etc. gelöst. In der Innenverteidigung Raúl Asensio, ja, vielleicht mit der beste Mann auf dem Platz, hat mir gut gefallen. Wie immer knallhart in den Zweikämpfen, hat das gut gemacht. Dienhausen, um Himmels Willen, erste Halbzeit unterirdisch. Man erkennt diesen Jungen nicht wieder. Der Junge ist so verunsichert, das ist nicht der gleiche Dienhausen, der bei der Club-WM locker frei aufgespielt hat. Man merkt ihn an, dass die schlechten Leistungen von Real Madrid sich in ihm widerspiegeln. Kein gutes Spiel, in der zweiten Halbzeit etwas besser geworden, in der Luft zumindest stabil und da die einzige Waffe von Valencia Flanken aus dem Halbfeld waren, naja, da war es gut, dass wir einen Dienhausen hatten. Álvaro Carreras wahrscheinlich der Man of the Match, aber auch er war gestern kein Marcelo oder Roberto Carlos Prime. Auch er viele Ballverluste, kaum ins 1 gegen 1 gegangen, immer abgebrochen, immer den Fran Garcia gemacht, hintenrum gespielt, ja, hat sich einfach der Leistung der Mannschaft angepasst. In der zweiten Halbzeit hat er sich Gott sei Dank einmal ein Herz genommen, und dann sieht man ja, was passieren kann. Davor Aurélien Tchouaméni, ja, hat das gemacht, was er kann. Wie gesagt, das, was er kann, hat er gut gemacht, war stabil. Hinten ist nichts angebrannt, das muss man ihm lassen, also stabile Leistung. Fede Valverde und Eduardo Camavinga machen mit solchen Spielen für mich keine Argumente dafür, dass die ins Mittelfeld gehören. Wenn das so weitergeht, ja, bin ich gespannt, wie es aussieht mit diesen Spielern bei Real Madrid. Auch ein Fede Valverde sehe ich nicht dauerhaft im Mittelfeld von Real Madrid. Ich mache mir Sorgen um den Uruguayer, denn rechts hinten glaube ich,
kommt ein Trent Alexander-Arnold zurück im Mittelfeld. Naja, solange Bellingham nicht da ist, wird er da wohl spielen. Aber wenn Bellingham zurück ist, naja, vielleicht spielt er den rechten Flügel, wir werden es sehen. Davor Arda Güler, und ich muss auch einem Arda Güler einen Vorwurf machen. Und mein Vorwurf ist, du siehst doch, dass diese Mannschaft von dir abhängig ist gerade. Du siehst doch, dass du der Einzige bist, der die Möglichkeiten hat, Gefahr zu verursachen. Der Einzige, der mal schnell den Ball mit rechts weiterleitet, mit links sich dreht, Kylian Mbappé sucht. Wenn du doch siehst, dass du die einzige Lösung bist, dann musst du doch viel öfter den Ball am Fuß haben. Also, ich hätte mir viel öfter gewünscht, dass er den Ball sich abholt, dass er sich zeigt, dass er sich freiläuft. Jeder Ball, der im Angriff ist, muss über die Füße von Arda Güler laufen. Ja, allerdings hat man auch gestern wieder das Standardproblem gesehen. Es hat so lange gedauert, bis der Ball von hinten nach vorne angekommen ist. Ja, dass ein Arda Güler, ein Mbappé etc., dass die immer gedoppelt und gedreifacht wurden. Ja, dann ist es schwer, einen guten Fußball zu spielen. Vorne Kylian Mbappé und Gonzalo. Ganz einfach. Beides Totalausfälle. Totalausfälle. Wir haben gestern zu 9 gespielt. Ja, und das ist meine Einschätzung. Bei den Einwechselspielern hat mir ein Brahim ganz gut gefallen. Mastantuono kann man nicht beurteilen. In den 10 Minuten hat er nach hinten geackert. Ja, Trent Alexander-Arnold ist der einzige, den ich jetzt mal herausheben muss. Man hat gesehen, was für eine Qualität dieser Mann am Fuß hat. Und wenn du eine Mannschaft hast, die den Ball nicht spielerisch rausspielen kann, wie Real Madrid, ja, dann hast du immer noch einen Trent Alexander-Arnold, der dir einen Diago über 60 Meter in den Lauf spielen kann. Und das wird eine Waffe sein, die Real Madrid im Laufe der Saison noch weiterhelfen wird. Ja, im Großen und Ganzen ist das meine Einschätzung zum Spiel. Ich bin enttäuscht, trotz des Sieges. Im Endeffekt muss man aber sagen, Real Madrid hat die letzten 7 La Liga-Spiele am Stück gewonnen. Und darauf kommt es am Ende an. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung zu dem Spiel, zu meinen Eindrücken bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked bitte dieses Video, teilt dieses Video, hypen, wenn ihr die Möglichkeit habt und lasst doch bitte ein Follow da. Wir sind auf der Jagd zu den 25.000 und ich kann euch versprechen, wenn die erreicht werden, gibt es eine Überraschung für euch. Bis dahin, naja, so lange warten wir nicht. Bis morgen, sage ich erstmal. Naja, freut euch über die 3 Punkte. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Marie!